Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir möchten euch heute mal was Neues vorstellen, beziehungsweise was wir recht interessant finden. Und weil wir im Deepin-Sektor tätig sind, wie viele von euch auch, es gibt ich sage es jetzt mal, ein All-in-One Deepin Manager. Das heißt, er wird gerade noch so ein bisschen entwickelt, ist noch nicht wirklich live. Ihr seht es hier auch oben. Wir sind in einer Beta-Phase und zwar geht es um HiVelo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ihr wisst, wie es ist. Und HiVelo ist eine Software, die ihr auch auf dem PC installiert oder installieren könnt. Ihr seid dazu nicht verpflichtet, wo ihr mehrere Deepins mitverwalten könnt, beziehungsweise starten, installieren, deinstallieren und so weiter und so fort. Und das aus einer Software raus. Ja, wie gesagt, die Seite ist highvelo.com. Schaut es euch in Ruhe mal an. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall relativ interessant. Ja, erste Schritte. Laden sich die App herunter. Ihr müsst euch aktuell dazu subscriben auf die Warteliste. Das heißt, nicht jeder kriegt das Tool, sondern nur eine Handvoll kriegt das Tool zum Testen zur Verfügung gestellt. Das heißt, mit ein bisschen Glück bekommt ihr die App dann irgendwann mal. Also wir haben sie auch leider noch nicht, werden es aber auf jeden Fall euch zeigen, sobald es da ist. Das ist halt das erste Video zu dem Thema. Wir möchten euch das Projekt einfach mal vorstellen. Genau, laden Sie die App herunter. Für Windows gibt es aktuell. Es wird momentan dran gearbeitet, das für Macs, Linux, Raspberry Pi zur Verfügung zu stellen. Wobei ja auch wieder Linux bzw. ein Raspi sehr interessant ist, weil wir hier stromspartechnisch noch mehr oder noch besser um die Ecke kommen sozusagen. Installieren Sie auf Ihren Desktop in 5 Minuten, es ist einsatzbereit und verdienen Sie Token aus einer Vielzahl von Web3-Protokollen. Also mit den Web3-Protokollen, das sind halt eben die Deepin-Projekte gemeint. Und ja, hier seht ihr schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was schon aktuell funktioniert, beziehungsweise was noch kommen wird. Ihr seht hier gerade am Durchlaufen. Und so sieht das Ganze halt eben, sieht das Ganze natürlich aus. Ja, bei Havelo eröffnen wir den Menschen eine neue Möglichkeit, an Web3-Projekten teilzunehmen, ein passives Einkommen zu erzielen, ohne keine Blockchain-Erfahrung haben. Also ihr seht das Ganze hier, so oder so ähnlich wird das Ganze aussehen. Das heißt, ihr habt dann auf eurem Rechner nur noch diese eine App drauf, wo ihr eure ganzen Deepin-Projekte verwalten könnt. Ich mache jetzt mal so ein Beispiel auf. Zum Beispiel, wenn ihr Honeygain auf irgendeinem Rechner laufen habt, braucht ihr einen Client dafür. Braucht ihr dann nicht mehr. Für GetCrest braucht ihr zum Beispiel eine Chrome-Extension. Braucht ihr dann auch nicht mehr. Und es gibt eine Vielzahl von Deepin-Projekten, die das Tool irgendwann unterstützen wird. Und das Ganze halt eben ist anhand. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr nicht den ganzen, in Anführungsstrichen, Müll auf euren Rechnern installieren müsst, sondern ihr dann wirklich nur noch eine App dafür habt für eure ganzen Deepin, die bei euch laufen und könnt die halt eben aus einer Hand raus verwalten. Das finden wir auf jeden Fall ein richtiger Fortschritt sozusagen und ich sag's mal so, auf 2, 3 Clients unterschiedlichen Nodes laufen zu lassen, auf 2, 3 Rechner unterschiedlichen Nodes laufen zu lassen, ist natürlich auch ein bisschen strombegierig in Anführungsstrichen. Und wenn ihr nur noch einen Rechner braucht, der läuft, dann spart ihr da natürlich auch noch Strom, was das Ganze angeht. Ja, hier wird das auch nochmal gezeigt. Das heißt, es wird die Deepin-Projekte in unterschiedlichen Kategorien geben, wie zum Beispiel VPN-Networks. Das hatte ich ja eben schon mal angerissen, das Thema File Storage. Hier ist auch schon was aktiv und Video Rendering ist auch schon. Also es sind jetzt insgesamt schon 3 Deepins live auf dem System. Das heißt, 3 Netzwerke laufen schon bei HiVelo auf der App, sage ich jetzt mal, auf dem Programm oder je nachdem, wie wir es bezeichnen mag. Und es werden auch definitiv noch mehr kommen. Ich habe ja mal HiVelo in Twitter angeschrieben. Ich habe gesagt, hallo, wie sieht denn das bei euch aus? Gibt es jetzt nur die 3 Netzwerke, die momentan aktiv sind? Oder kommt da noch mehr? Und die haben uns geantwortet und haben mir geantwortet, es werden definitiv mehr als 3 Deepins angeschlossen sein. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Anzahl verfügbarer Deepins zu erweitern. Das heißt, aktuell sind es 3, die schauen wir uns auch gleich nochmal an. In Zukunft werden es mehr. Das heißt, ihr könnt, wenn es gut läuft, ich sag's mal so, dann irgendwann die ganzen Deepins, die bei euch auf irgendeinen Raspberry laufen oder auf einen Rechner oder was weiß ich, auf einen Helium-Hotspot, könnt ihr dann alle zentralisiert also auf der App laufen lassen. Und das ist natürlich auch, finden wir gut. Erstens mal, ihr könnt das Ganze verwalten. Zweitens mal braucht ihr nur noch ein Device, was Strom verbraucht. Ist natürlich auch dann, wenn man es so nimmt, auch ein Stück weit nachhaltig. Wir finden aber auch die Idee relativ gut. Hier wird das nochmal ein bisschen erklärt und hier kann man sich subscriben. Dann geht es natürlich los. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier wird es nochmal erklärt, weil ihr braucht natürlich auch ein paar Requirements dafür. Das heißt, ihr müsst eine gewisse Voraussetzung mitbringen, der Rechner, wo es drauf läuft. Also wir gehen jetzt immer vom Windows-PC aus.
Ist ein Betriebssystem Windows 10 Home bzw. Pro oder auch Windows 11. Es reicht ein Kern, es reicht ein 4 GB Arbeitsspeicher und es reicht eine Festplatte mit 20 GB freien Speicherplatz. Das sind die Grundvoraussetzungen. Und ich möchte mich nicht extrem weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, dass auch das mit einem Mini-PC auch möglich sein wird. Wir werden es auf jeden Fall mal testen, ob das funktioniert, wie gut es funktioniert. Also ich sehe auch hier bei diesen Anforderungen, ist es wirklich nicht viel, was euer Rechner mitbringt, mit wo es drauf läuft. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir sind immer so ein bisschen aus, hier auch stromsparend unterwegs zu sein. Ja, um dann nicht unbedingt mehr Strom durchzubraten, wie der ganze Battle letztendlich wert ist. Ja, wir springen nochmal zurück in die Netzwerkintegration. Das heißt, diese 3 Projekte, die ihr hier seht, die sind aktuell schon live. Das heißt, die kommen mit der Beta-Version raus. Das heißt, ein Havelo läuft aktuell Live-Peer. Das ist ein Videostreaming, das ist ein Render-Service sozusagen. Ihr stellt auch einen Rechner zur Verfügung, um halt eben Videos zum Beispiel zu rendern und so weiter. Dann gibt es noch Mysterium Network. Das ist ein VPN-Netzwerk. Das heißt, ihr stellt quasi auch Bandbreite zur Verfügung. Das heißt, damit halt zum Beispiel Daten über Google aufgerufen werden können. Das ist halt ein klassischer VPN-Dienst. Und dann gibt es halt eben noch SIA. Das ist eine Cloud-Speicherplattform. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Storage, also Speicher zur Verfügung stellt, bekommt ihr halt eben dafür die Vergütungen SIA-Coins. Das SIA kann ganz normal über alle handelsüblichen Plattformen getradet werden sozusagen. Ja, das heißt, SIA sollte dem einen oder anderen auch Begriff sein. Ja, wie ich es ja schon gesagt habe, kommt zu diesen 3 Systemen, die es schon gibt, noch mehrere dazu, wie sie es ja uns bestätigt haben. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, interessant wäre zum Beispiel GetGrass, wenn das irgendwann mal in den Live-Status übergeht. Und oder was auch relativ viel im Umlauf ist, ist zum Beispiel Honeygain. Wenn das alles läuft, dann ist es natürlich nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Muss man halt eben sehen, was halt eben kommt bei Havelo. Ja, letztendlich, meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung, ist es wirklich eine gute Idee. Die haben auch schon in der Seed Round, also die haben selber schon ungefähr 2,5 Millionen an Spenden, ist nicht ganz, an Sponsoring reingekommen. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass diese ganze Geschichte weiterentwickelt wird und dass das auch läuft. Und ich bin auf jeden Fall gut gestimmt, dass wir, also beziehungsweise ich werde das auf jeden Fall testen. Und desto mehr Deepins dann halt eben drin sind, desto besser wird das auch. Wenn das Ganze funktioniert, zeigen wir euch das natürlich mit Network und Wallet, also wie dann Auszahlung etc. läuft. Und ja, ihr wisst, wie es ist mit einem einzelnen Deepin, beziehungsweise ist es halt eben immer so ein bisschen schwierig, damit effektiv Geld zu verdienen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Honeygain. Die kommen im Monat, wenn überhaupt, 5 bis 10 Euro bei rum. Bei GetGrass noch gar nichts. Wenn man jetzt von 5 bis 10 Euro ausgeht im Monat, denkt man sich, das lohnt sich nicht. Naja, wenn du aber jetzt so eine App drauf hast wie Havelo, wo meinetwegen 10 Deepins drauf laufen, die ungefähr das gleiche abwerfen, dann sind das plötzlich zwischen 50 und 100 Euro im Monat. Dann ist es natürlich auch wieder eine Hausnummer und dann wird es halt eben auch interessant. Und ihr seht auch hier, VPN-Networks könnte zum Beispiel noch dazu kommen, GetGrass und Honeygain als App. File Storage, es gibt da nicht nur SIA, halt stopp, es gibt da nicht nur SIA, ich hatte es eben eingeblendet. StoreJ, ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist, das wird es auch geben. Also das sind auch viele, also viele Projekte dazu noch am Start, was Storage angeht. Und hier Video Rendering, da könnte zum Beispiel auch noch Theta drauf laufen. Theta macht ja auch so ein Stückchen Video Rendering, auch so ein bisschen AI-Learning oder künstliches Lernen, also maschinelles Lernen. Das kann ich mir alles gut vorstellen, dass das alles funktioniert. Und das, wie gesagt, in einer App. Ihr verdient dann quasi pro Projekt, was ihr lauft. Ich denke mal, ihr müsst euch dann bei der jeweiligen Plattform annehmen. Nennen wir es mal Honeygain, erstellt euch da einen Account, ladet euch das quasi runter. Ich weiß gar nicht, habe ich das eben nochmal gesehen hier. Seht ihr hier, ihr könnt es halt eben dann installieren, das Deepin-Projekt Video Rendering. Gebt eure Credentials ein, die ihr dort hinterlegt habt und verdient dann quasi mit oder verdient halt eben dadurch. Das ist halt eben gut und ihr seht hier, wie ich es ja schon mehrfach gesagt habe, ihr könnt es laufen lassen, einfach auf den Rechner, den ihr sowieso laufen habt oder auf irgendeiner Node oder irgendwas in der Richtung und könnt halt eben dadurch passiv mit dazu verdienen und desto mehr Projekte drin laufen, desto lukrativer wird es natürlich auch für alle, für dich, für mich, für uns etc. Ja, das soll es erstmal zu Havelo gewesen sein. Die Website ist havelo.com. Schaut es euch mal in Ruhe an. Wer Bock hat, geht auf jetzt registrieren bzw. subscriben. Geht auf die Warteliste. Und wenn es dann losgeht, geht es sozusagen los.
Und wir werden somit die Ersten sein, die die Software installieren, ausprobieren. Wir gucken, ob das was für euch ist. Ich denke mal schon, dass es interessant ist, weil ihr müsst dann nicht mehr auf unterschiedlichen Rechnern oder auf den Helium Hotspot hier ein Projekt da laufen, auf den Raspbian Projekt, hier auf den Rechnern Projekt. Ihr könnt das alles aus einer Hand nutzen, alles aus einer Hand verwalten und das mit einem Tool. Und das finden wir halt eben schon richtig geil eigentlich. Ja, gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage, bis später. Ciao.